Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du siehst, bin ich mit meinem Boot wieder unterwegs. Ich habe vor, die Naab von Schwandorf bis nach Ettertshausen zu fahren. In 2 oder 3 Etappen, keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde. Und was mich so alles erwartet, ja, 9 Wehre bzw. Umtragestellen. Ja, ich bin hier in Schwandorf angekommen, es ist kurz vor 10. Und ich suche jetzt hier seit 10 Minuten krampfhaft. Oh nee, ist das Radl wieder ab. Kreuz, Kruzi, Fünfer. Jetzt kann ich das Ding suchen. Oh nee. Geht gut los. Jetzt bin ich gerade noch mal 10 Minuten unterwegs gewesen. Der Stift, der hatte sich im Passberg schon gelöst. Der gehört nämlich da rein. In dieses Rad. Und der wird er ist ein Inbus. Und natürlich habe ich den nicht dabei. Wenn der locker ist, fällt irgendwann das Rad ab. Jetzt musste ich das Ding suchen. Geht gut los. Die Herausforderungen häufen sich. Für mich zumindest. Oh, bin ich schon erleichtert, dass ich das Teil wieder habe. Weil ohne wäre schwierig. So, ich habe es jetzt geschafft. Eine Stunde nachdem ich hier angekommen bin, das erste Mal, sitze ich nun endlich im Boot und freue mich auf diese Bootsfahrt. Es ist jetzt 11:15. Läuft nicht alles nach Plan, aber wir haben ja keinen und damit ist alles gut. Ich glaube, ich fahre ein bisschen gegen den Wind. Egal, fahr mal los, würde ich sagen. Ich bin bereit. Du auch? Na dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen und wo wir heute schlafen und wie das aussieht. Also Essen und Wasser habe ich, aber alles andere ist offen. Schauen wir mal. Also, auf geht's. Herrlich. Einfach schön. Siehst du da stehen? Und die Enten. Krass. Super. So, und jetzt geht es dort das erste Mal raus. Also die ersten 1,5 Kilometer habe ich geschafft. Hier merkt man absolut keine Bewegung mehr im Wasser, aber der Wind ist auch weg. Wer Edmondsdorf? Ich glaube schon. Steht eigentlich umtragen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch eine Fischtreppe. Ausstieg 50 Meter. Umgehungsbereich. Was sagst du? Fahren wir das Ding oder fahren wir es nicht? Ich habe das noch nie gemacht. Ausstieg bei Niedrigwasser. Na, wir haben Hochwasser. Wir haben alles kein Niedrigwasser. Come on! Wir probieren das jetzt mal. Umgehungsbach. Achtung, Wehr. Huhu! Na dann. Wow. Scheibenkleister. Bloß nicht aussteigen. Oh, da werde ich wohl raus müssen. Das sieht nicht nach Schaffen aus. Ne, den schaffe ich nicht. Da sitze ich überall auf. Ich sitze ja jetzt schon auf. Jetzt haben wir ein Problem. Der Arsch will rum, aber der wird nicht rumgehen. Das Boot sitzt einigermaßen fest. Also latschen an und raus. Hat nicht so geklappt, wie ich meine. Komm mal, damit du siehst, was ich meine.
Wisst ihr, das ist ziemlich flach, da komme ich nicht raus. Und jetzt muss ich aufpassen, dass mir das Boot nicht abhaut. Scheibenkleister, ich hänge jetzt hier fest am Stein. Naja, dann machen wir das mal. Bleib stehen. Oder muss ich meine Leine schnappen und dem Boot festhalten. Sonst haben wir hier gleich richtige Probleme. Olli geht ins Wasser. Gut, dass ich meine Latschen habe. Also schauen wir uns das mal an, wie weit wir hier tragen müssten. Also über dieses Wehr geht es definitiv nicht. Aber keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Bin gespannt, wie weit ich tragen muss. Oh, das erste Wehr am Tragen. Mehr oder weniger erfolgreich. Auf jeden Fall eine Menge gelernt. Boah, war das jetzt krass. Bis ich das Boot auf dem Wagen hatte. Ja, so wie das bei mir ist. Das läuft nicht immer so planvoll und so geradeaus und ideal. Puh. Ja, es ist 11:30 jetzt, eine Dreiviertelstunde unterwegs für 1,5 Kilometer. Das lässt schließen auf mehr, hä? Irgendwie hat die Naab hier wenig Geschwindigkeit. Vorhin auch schon gehabt. Aber egal, machen wir weiter. Durchs wunderschöne Naabtal. Also ich hätte kein besseres Wetter treffen können. Musste so sein. Ich habe nämlich jetzt 2 Tage ausgesetzt. Ich wollte eigentlich schon am Mittwoch fahren. Aber da hat es dann in der Nacht so geregnet. Es war Gewitter mit Sturm und alles Mögliche angekündigt. Und gestern hat es ja dann auch noch mal so richtig runtergelassen. Zwar immer bloß Schauer, aber wenn es dich da erwischt, läuft das Boot voll. Und das ist nicht witzig. Und heute perfekt. Ist das schön. Boah, da hinten der Blick. Wow, hast du eine schöne Aussicht. Wobei meiner nicht schlecht ist. Ich bin begeistert. Hast du den gehört? Die unterhalten sich. Und ich sehe noch was hinter mir. Da ist eine dicke Wolke und vor mir ist auch eine dicke Wolke. Sag mir, was soll es bedeuten? Ich sitze in einem Lichtloch. Wenn das so bleibt, bin ich zufrieden. Wäre toll. Denn für heute ist kein Regen angekündigt. Ich habe extra noch mal geschaut. Nö. Schief war. Auch schief. Naja, schief. Es ist ja schließlich auch ein Schiff. Oder ein Boot. Sieht ein bisschen bedrohlich aus dort vorne, aber nur auf der Kamera. In Wirklichkeit ist es nicht so schlimm. Ich habe jetzt das Müllkraftwerk Schwandorf passiert. Siehst du das? Genau. Und jetzt kommt der Wind langsam wieder. Ich hoffe mal, dass meine Prognose nicht in die Hose geht. Dass die Wolken wirklich bloß so schlimm aussehen und nicht so schlimm sind. Aber es ist schon beeindruckend auf so einem großen Fluss, wo er hier relativ breit ist, wirklich breit, die Naab alleine zu sein. Ein Angler ist da in Schwandorf mit dem Ruderboot unterwegs gewesen, aber das war es dann schon.
Seitdem ein paar Angler links und rechts des Ufers, aber hier niemand. Und jetzt ist wieder ruhig. Ich habe jetzt Snapback erreicht. Genau da oben drüber ist die Brauerei. Diese weltberühmte mit dem sauguten Bier. Herrlich. Das ist ein richtiger Bootsschuppen hier. Mit Bank. Wow. Ja, einfach treiben lassen. Mal wieder. Sehr schön. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, es ist keine Mücke hier. Spiegelglattes Wasser. Und ziemliche Ruhe. Ich habe jetzt so gute 8 Kilometer weg und ich muss dir sagen, taugt mir, das gefällt mir. Ich gehe mal davon aus, dass die Filme das nicht annähernd rüberbringen, weil diese Atmosphäre ist schwer. Schwer filmisch festzuhalten, wenn es ruhig ist, wenn nichts los ist. Aber vielleicht gelingt es mehr. So, hier haben wir mal was anderes, Außergewöhnliches. Steht eine Ledercouch. Ufer. Ich habe so den Eindruck, mit der Libelle ist nicht mehr viel los. Ich glaube, im Herbst sterben die auch alle. So wie das in der Natur vorgesehen ist. Sie ist zum Sterben zu mir gekommen. Ist das ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Bleibe ja mal hier rüben, wa? Mir ist das wurscht. Dann ist alles in Ordnung. Geht was? Ja, doch schon der eine oder andere Kurs rechts und rechts. Ja. Das ist gut dann, Petri Heilmann. Servus. Einfach herrlich hier. Hier hört man das wieder. Hier kann man den Strom hören. Also ich bin hier an diesem Wehr und hier sollte man ein Boot treideln können. Gut, der Reiseführer wusste das nicht, wie das jetzt hier aussieht, aber mit dem Treideln, das kann man glaube ich rausnehmen. Das wird nichts, das ist bloß noch eine reine Fischtreppe, dass die, wenn die hier rauf wollen, rauf können. So, jetzt hat es mir heute das 3. Mal das Radl hier runtergehauen. Und da ich keinen passenden Imbus habe, bringe ich die Schrauben nicht fest. Das Teil, da ist zwar ein Sicherungssplint davor, aber wozu der ist, das weiß keiner genau. Das ist ein bisschen hochgradig verwirrungsstiftend. Und wenn man diesen Splint
einen Inbus verpasst hätte, vorne an der Spitze, wäre es wahrscheinlich nie verkehrt gewesen. Das Schöne an der Naab ist, dass es doch ziemlich große Teile gibt, wo parallel dazu keine Straße verläuft. Man hört und sieht es jetzt hier, dass ich wirklich ganz alleine bin. Hier ist niemand. Da vorne war noch mal ein Angler. Die findet man hier öfters. Aber das ist normales Bild. Und das Wasser ist so glatt, dass sich der Himmel drin spiegelt. Und das nach diesen letzten beiden Tagen, wo es geregnet hat, habe ich wirklich Glück. So sieht das aus. Es ist ziemlich breit, hätte ich nicht so gedacht. Habe ich mich in ein paar Dingen verschätzt. Eine Sache ist, dass ich hatte die Naab schmaler eingeschätzt. Aber es ist doch ein ziemlich breiter Fluss. Bis jetzt waren wenig Stellen, wo es kritisch geworden wäre. Ein paar Mal habe ich mit der Finne Grund gehabt, aber nur ganz beiläufig berührt. Also nichts, wo ich wirklich stecken geblieben wäre. Allerdings bei Niedrigwasser hat man hier einige Flecken, die, ja, da könnte es sein, dass man aussteigen muss. Aber es ist einfach herrlich, diese Ruhe. Ich habe hier das Gefühl, dass die Natur unberührt ist. Obwohl sie das natürlich nicht ist, aber ich habe hier das Gefühl. So viele Libellen, wie hier rumfliegen. Allerdings haben hier die Vögel eine viel größere Fluchtdistanz als auf der Altmühl zum Beispiel. Ist für mich ein deutliches Zeichen, dass hier wesentlich weniger Boote unterwegs sind. Ich bin heute das Einzige, abgesehen von Fischerbooten. Aber wer Ruhe genießen will, ist das ein echter Geheimtipp. Hier ist wirklich schön. Mal fließt sie etwas schneller, aber meistens ist es doch 1 km/h, wenn überhaupt. Mehr wird es nicht, ne. Aber trotzdem schön. Einfach schön. Bin ich froh, dass ich heute hier bin. So, es ist jetzt 6:45. Ich bin gerade aus Burglengenfeld weg. Da hat sich wieder diese Radverschraubung gelöst, heute zum 3. Mal. Ist ein bisschen nervig, also da wäre so ein Inbus nicht verkehrt, wenn man den zur Hand hätte. Aber egal, ich habe es wieder gefunden, das Teil, bin hin und her und hin und her. Ist halt schon das 3. Mal und das geht mit tierisch auf den Zeiger. Eigentlich ist das 4. Mal, weil heute früher am Bahnhof war das schon das 1. Mal lose. Ja, jetzt versuche ich noch so weit zu kommen wie möglich. Ich denke mal um 8 habe ich den Kanal voll, dann wird es auch dunkel. Muss ich irgendwo einen Platz finden, wo ich mein Zelt aufbaue. Und dann ist gut für heute, dann habe ich es geschafft. Ich habe jetzt so 22 Kilometer laut der Kilometrierung von dem Reisewander, Ruder, Paddelführer. Und das ist schon erstmal gar nicht so schlecht. Jetzt ist wieder überhaupt nichts mit Fließen, aber die Wolken hinten herrlich. Also das Bild, was sich am Himmel bietet, ist sehr schön, ist perfekt. Tja, dann gucken wir mal. Jetzt ist es kurz nach 9. Ich habe es doch nicht bis Kalmünz geschafft und auch nicht bis zu dem nächsten Wehr. Keine Chance. Das war mir heute alles ein bisschen zu fett. Und habe mir dann um 6:45 hier einen schönen Platz gesucht, an dem ich dann noch mein Zelt aufgebaut habe, noch einigermaßen im Hellen. Ich glaube, heute habe ich alles richtig gemacht.
Normalerweise fahre ich immer bis zum letzten Tageslicht und dann muss ich im Dunkeln rumfummeln. Das habe ich mir heute gespart. Kurzes Resümee. Die Tour war anstrengend und schön. Mir tat der Hintern weh. Der Sitz ist doch nicht so das brillanteste der Erfindungskunst. Die Naab an sich ist sehr schön zum Fahren. Wie ich bereits erwähnt habe, sind einige Abschnitte, ohne dass eine Straße daneben unmittelbar lang läuft. Ich habe viele Angler getroffen. Es war teilweise sehr, sehr ruhig. Ich habe das richtig genossen, dass da niemand da war, dass dort wirklich... Oh, da ist ein Schwan gelandet. Absolute Ruhe war. Und war sehr, sehr schön. Teilweise ist die Naab ziemlich verkrautet, aber man kommt durch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bilder nicht ganz so spektakulär sind, wie du es vielleicht von mir gewohnt bist. Aber naja, es ist so. Es war ziemlich bewölkt. Ich habe ein paar Mal daran gezweifelt, dass es nicht regnet, aber es ist trocken geblieben. Und jetzt haue ich mich langsam aufs Ohr, weil morgen ist wieder ein langer Tag. Morgen kommt die zweite Strecke dran. Ich glaube, das sind noch so 25 Kilometer. Ich glaube, heute habe ich ungefähr die Hälfte geschafft. Eigentlich ganz gut. Jo, das soll es von mir für heute gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du das kenntlich machst. Ansonsten sage ich dir, bleib gesund, bleib mir gewogen, bleib neugierig und geh ab und zu vor die Tschaußen, dein Olli.